Nach einer kurzen Nacht, wenig Schlaf, ging es um 8:45 Uhr ging's los im Hotel. Dann sind wir nach Kroatien geflogen. Dann etwas übermüdet sind wir dann angekommen und es gibt ja immer so ein bisschen die Fahrten, weil die Flughäfen liegen nicht direkt immer da, wo man hin will. Und dann hat man noch eine gute Fahrt vor uns und normalerweise hast du so 1,5 Stunden Fahrt und dann geraten wir in so einen Mega-Stau. Das sind immer nur so zweispurige Fahrbahnen, ne? Eine links, eine rechts und ja, voll blockiert. Und ja, glücklicherweise nicht weit von uns war so ein kleines traditionelles Wirtshaus, würde ich jetzt das fast schon nennen. Und da sind wir dann hingestapft und haben einfach, während der Stau war, uns so richtig geiles traditionelles Essen aus Kroatien reingezogen. Das war dann letztendlich auch das beste Essen, was wir hier überhaupt hatten. Und das gleich bei der Ankunft, ich muss sagen, das war ein toller Start, Glück im Unglück, wie man so schön sagt. Wir haben die Zeit gut genutzt in Kroatien, bis zur Show waren es nämlich noch 3 Tage. Und ich habe Hüjay getroffen, wir haben uns zusammen die Clubs angeguckt in der Gegend, wir haben ein bisschen Zeit verbracht, aber wir haben auch ein cooles Fotoshooting gehabt. Wir haben viel Bildmaterial aufgenommen und ein Fotoshooting für unsere gemeinsame Single, Castle, gemacht. Und wie ich finde, es ist ein geiles Cover geworden. Ein Highlight jagte das andere und zwar hatten wir noch eine Show, die war auch wieder bam, bombastisch. Mega cooler Club, Calypso heißt der. Oben hast du wie so eine Decke aus Grünem und irgendwelchen Girlanden und so. Und du hast das Gefühl, du bist draußen und drin gleichzeitig. Ein mega schöner Club. Und dann hatten wir noch ein Highlight, mein Tourmanager hatte Geburtstag. Und der ganze Club, alle haben für ihn gesungen, mein Trompeter hat für ihn gespielt. Ich hatte Graham mit auf der Bühne, hat gesungen, weißt du, einen richtig geilen Sänger. Und es sollte eine Überraschung werden. Ja, und wir haben ein ganz schlechtes Timing erwischt. Er ist auf Klo gewesen. Hat er sein riesen Geburtstagsständchen leider nicht mitbekommen. Aber ich glaube, er hat sich trotzdem gefreut und es war halt einfach ein geiler Abend wieder. Ja, aber es war nicht nur geil, sondern wie es auf Tour ist, Sachen gehen schief. Also Graham und Leonard, also Trompeter und Sänger, sind angekommen, direkt irgendwie zum Soundcheck. Ja, und da war niemand. Kein Pult, gar nichts, Technik weggeräumt. So, ja, okay, cool. Versucht den Techniker zu erreichen, ja, der hatte verpennt. Der hat einfach geschlafen. So, super, das kommt schon mal richtig gut. Na, vor allem den ganzen. Der Band ist der Leo schuld übrigens. Vor allem den ganzen Shit für Leo und Graham, ne? Das ist halt wichtig. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht 18 Minuten können. You know, we don't want to advertise Corona, but it's good beer. And Drei Stunden Soundcheck, die Technik funktionierte nicht richtig. Es gab die ganze Zeit Feedbacks und die Videoleinwände sind ausgefallen. Da dachten wir, okay, dann muss ja alles jetzt gut sein, weil wenn die Probe schlecht läuft, dann funktioniert die Show. Falsch gedacht. Also ich hatte leider auf meinem Mikrofon, so viel Freude ich an der Show hatte, leider hatte ich dann doch irgendwie technische Probleme, weil mein Mikrofon hat ein Feedback gemacht. Das heißt, wenn ich mit dem Publikum reden wollte, war es am besten, ich bin erstmal ein paar Meter vom Pult weg und habe dann geredet. Totaler Mist. Und dasselbe ist halt mit dem Mikrofon von Graham und auch von Leonard gewesen. Dann sind die Leinwände teilweise, Videoleinwände ausgefallen, Licht war nicht an. Dann gab es eine Situation, da hat Graham gesungen, dann hat der Techniker einfach nicht den Fader hochgezogen. Also Graham hat einfach nicht gesungen, es lief einfach nichts. Ja, leider viele kleine Probleme gehabt, aber letztendlich, ich glaube, da draußen hat das kaum jemand mitbekommen, dass wir diese Sachen auf der Bühne, was auch meistens nicht der Fall ist. Wenn man ein Problem hat auf der Bühne, dann checkt das eigentlich erstmal keiner. Und das ist auch gut so, dass wir versuchen halt auch immer einfach die perfekte Show abzuliefern. Aber wenn dann halt mal die Technik nicht stimmt, können wir halt auch nicht.